Heute kommt's zum Vergleichstest der Fanatec CSL-Pedale samt Load-Cell-Kit mit den Clubsport V3-Pedalen. Ob sich der Aufpreis von CSL LC zu CSP V3 lohnt oder nicht, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von Fanatec zur Verfügung gestellt, um diese längerfristig in meinem Kanal testen und für euch reviewen zu können. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews. Ich erhalte für dieses Review kein Geld und bin kein Teilnehmer des Fanatec Affiliate Programms. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis. Die CSL Pedale LC könnt ihr wie üblich über den Fanatec Webshop um 199,95 € bestellen. Für die Clubsport V3 Pedale werden 359,95 € inklusive Steuer und exklusive Versand fällig. Die Fanatec CSL Pedale können in der Basisversion im 2-Pedal-Set um 79,95 € inklusive Steuer und exklusive Versand direkt über die Fanatec Homepage bestellt werden. Das optional erhältliche CSL Pedals Clutch Kit schlägt mit 39,95 € zu Buche und damit kann man das Basisset um ein drittes Pedal erweitern. Der Preis für die in diesem Review verwendeten Pedalplatten aus Metall für das CSL Pedalset beträgt knapp 35 €. Wenn ihr beispielsweise mit den CSL-Pedalen im Zweiwegbetrieb unterwegs seid, dann könnt ihr auch das CSL Pedals Load-Cell Kit separat, sprich Standalone, zum Preis von knapp 140 € nachkaufen. Bei den CSP V3-Pedalen gibt es optionales Zubehör, wie ein Dämper-Kit um knapp 80 € oder das Brake Performance Kit. Nächstes Kapitel, der Lieferumfang. Die Ware wird gut geschützt in einer Retail-Verpackung wie bei Fanatec üblich zugestellt. Ihr bekommt die CSP V3-Pedale fertig zusammengebaut geliefert. Das CSL-Pedalset wird mit ein paar Handgriffen selbst zusammengeschraubt. Das übliche Zusatzmaterial, Quick Guide und Co. liegen bei. In Sachen CSP V3 sind alternative Pedalplatten und Federn beigepackt. Weiter geht's mit der Kompatibilität und dem Anschluss. Beide Pedalsets werden mit dem beigelegten Verbindungskabel direkt mit der Fanatec Wheelbase verbunden. Dies gelingt nur dann, wenn ihr eben eine Fanatec Wheelbase im Einsatz habt. Alternativ könnt ihr die Pedale auch direkt über USB mit dem PC anschließen. Die Eingabemöglichkeiten dann über das Fanatec Tuning Menü an der Wheelbase sind in Sachen Pedale aber nicht mehr möglich und ihr müsst dann auf den Treiber oder Fanalab ausweichen. Wenn ihr diese Pedale mit der neuesten Firmware updaten wollt, dann ist die direkte Verbindung an den PC via USB-Anschluss erforderlich. Um die Pedale an der Konsole einsetzen zu können, müssen diese an der Fanatec Wheelbase angeschlossen sein. In Sachen PlayStation oder Xbox Support entscheidet bei Fanatec der Einsatz einer PlayStation-zertifizierten Wheelbase bzw. eines Xbox-zertifizierten Lenkrads. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die Montage bei den CSL-Pedalen über die knapp 8,5 mm großen Löcher in den jeweiligen Pedalen möglich. Zusätzlich können die Pedale unter Verwendung der beigelegten Distanzbuchsen über die zwei M6 Innengewindebolzen an der Unterseite der Pedalplatte verbaut werden. Die CSP V3-Pedale haben 4 Löcher mit ebenso 8,5 mm Durchmesser. 2 davon liegen unter der abnehmbaren Fußablage. Weiter geht's mit dem Zusammenbau. Die CSL-Pedale werden mit je 4 Schrauben mit der Fußplatte verbunden. In der Fußplatte sind 11 Lochreihen mit je 32,5 mm Abstand vorhanden. Somit können die Pedalabstände nach eigenen Präferenzen angepasst werden. Ich habe eine neutrale Montage beispielsweise mit links, Mitte und rechts gewählt. Anschließend werden die Pedale verkabelt und ich rate, die Kabel sauber und knickfrei mit den Kabelclips zu fixieren. Nächstes Kapitel, die Pedaleinstellungen. Die Pedalplatten können durch das CSL Pedale Tuning Kit ersetzt werden. Damit ersetzt man die Pedalplatten aus Kunststoff der Basisversion durch eine edlere Lösung aus Metall, die mit 35 € zu Buche schlägt. Über das Lochbild der Pedalarme können bei CSL in der Höhe 3 Montagepositionen gewählt werden. Pedalkräfte, Pedalwege und Anstellwinkel sind vorgegeben und können herstellerseitig nicht angepasst werden. Bei den CSP V3-Pedalen können die Pedalplatten über die Löcher des Kupplungs- und Bremspedals in der Höhe und seitlich angepasst werden. Die Pedalarme bei CSP V3 sind aber fix verbaut und seitlich nicht variierbar. Verglichen mit CSL bieten die CSP V3-Pedale erweiterte Einstellungsmöglichkeiten und beigepacktes Zubehör.
Die schwarz beigelegten Federn für Kupplung und Gas erhöhen die Betätigungskraft. Mit den Pedalerweiterungen und Pedalplatten aus Kunststoff im D-Shape-Design können alternative Einstellungen vorgenommen werden. Die Bremse ist werkzeugfrei durch die Drehung des roten Zylinders in Sachen Vorspannung bei den CSP V3-Pedalen einstellbar. Und wie erwähnt, lassen sich optionale Dämpfer verbauen oder das Brake Performance Kit nachrüsten. Nächstes Kapitel die Technik. In Sachen Bremspedal kommen bei beiden Pedalsets eine Load-Cell zum Einsatz. Eine Load-Cell ist nichts anderes als eine Wegezelle. Vereinfacht gesagt ist die Load-Cell ein elastisches, verformbares Bauteil, das sich unter der Belastung leicht verbiegt. Im Innenleben der Load-Cell wird durch Messstreifen und Elektrizität der Verformungsgrad bestimmt und somit der Messwert zur Verfügung gestellt und somit weiß das Spiel, welche Eingabe du eben über die Belastung tätigst. Dies muss bei der Bremse klarerweise schnell und exakt und verzögerungsfrei geschehen. Bei CSP V3 gibt Fanatec an, eine 90 Kilogramm Load-Cell verbaut zu haben. Über den Hebelweg an den Pedalen kommen dann um die 65 Kilogramm maximal bei der Betätigung an. Wir vergleichen an dieser Stelle die ankommenden Pedalkräfte der Pedalsets am besten live. Viel Spaß damit. CSL Standardpedale mit diesem eingeklemmten Kunststoff. Schauen wir, welche Kraft hier aufs Pedal muss, um 100% zu erreichen. Um die 15 Kilogramm Kraft benötige ich, um 100% Maximalausschlag des Bremspedals zu erzielen mit den CSL Standardpedalen mit diesem eingeklemmten Kunststoff. Und jetzt Fanatec CSP V3 Pedale. Wir haben die Brake Force auf maximal auf 100% hinaufgesetzt. Ihr seht hier am Ausschlag der Achse, das läuft hier synchron. Gucken wir auf die Kilos. Ich brauche hier schon, ohne dass diese Dinger kippen, gut, 60. Ich brauche hier so um die gute 60 Kilogramm, um das Pedal bei maximaler Brake Force von 100% voll durchdrücken zu können. Gucken wir hier nochmal. Ja, ich würde sagen so um die 65 Kilogramm mit maximaler Einstellung auf Max. Das heißt, die 90 Kilogramm Load-Cell, die bei den CSP V3 Pedalen verbaut ist, über den Hebelweg der Pedale bleibt klarerweise keine 90 Kilogramm mehr übrig, aber um die 65 Kilogramm Maximalkraft bei CSP V3, sprich mehr als das Vierfache an Kraft verglichen mit den CSL-Pedalen in der Standardversion mit diesem Schaumstoffpuffer. Weiter geht's mit den CSL-Pedalen mit dem verbauten Load-Cell-Kit. Wir sehen hier bei der Brake Force im Fanatec Tuning Menü hochgesetzt auf maximal 100%. Achtet darauf, wenn ihr diese neu installiert und anschließt, ist dieser Wert Default nur auf 30% eingestellt. Stellt diesen, wenn ihr einen höheren Powerwert haben wollt, unbedingt hoch. Wir testen klarerweise jetzt mit 100% und gucken auf den Ausschlag, auch gleichzeitig in DI View, auf den Pedals-Button, Waage referenzieren. Ihr seht hier bei DI View den Ausschlag, analog zum Fanatec Treiber. Und wenn ich jetzt hier gucke, in Richtung 100%, sind wir auch bei diesen um die 65 Kilogramm. Das dürfte die gleiche Load-Cell, eine 90 Kilogramm Load-Cell, wie auch bei den Fanatec CSP V3 Pedalen sein, die hier am Werke ist. Die Position der Pedale wird über Hall-Sensoren ermittelt. Einfach gesagt ist hier Strom und Magnetfeld im Spiel
um die Position berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. In der Ausgangslage liegen um die 60 Grad und in der Endlage 40 Grad Anstellwinkel der Pedale an. Beim Gaspedal der CSP V3 liegt die Endlage des Gaspedals bei etwas flacheren 30 Grad. Somit ist der Betätigungsweg etwas länger als beim CSL Gaspedal bzw. eben die Range. Die Pedalkräfte betragen gut 1,5 Kilogramm beim CSL Gaspedal und beim CSP V3 Gaspedal je nach verbauter Feder zwischen 2,5 und 3,3 Kilogramm. Knapp 4 Kilogramm liegen bei CSL an der Kupplung und je nach verwendeter Feder zwischen 4,5 und 6 Kilogramm am Kupplungspedal der CSP V3 Pedale an. Bei der CSP V3 Bremse können die innenliegenden Elastomere durch das Brake Performance Kit ersetzt werden. Hierbei handelt es sich um Elastomere mit unterschiedlichen Widerständen, die sich mehr oder weniger weit komprimieren lassen. Somit wird der Übertragungsweg zur Load Cell angepasst. Werkzeugfrei kann das rote Drehrad verstellt werden und herausgedreht werden und somit verkürzt dies deinen Weg am Bremspedal und hineingedreht wird der Pedalweg länger. Diese Einstellungsmöglichkeit oder andere optional erhältliche Elastomere bietet CSL derzeit nicht. In Sachen Außenabmessungen sind beide Pedalsets sehr ähnlich. In mittlerer Position der Pedalplatten ist die Höhe von der Fußablage bis zur Oberkante der Pedalplatte ca. 200 mm. Der Abstand der CSL Pedalarme ist Mitte auf Mitte gemessen 130 mm, wenn man das Gas und die Kupplung ganz außen und die Bremse genau in der Mitte montiert. Bei CSP V3 ist der Abstand der Pedalarme fix vorgegeben und beträgt um die 120 mm zwischen den einzelnen Pedalarmen. Die CSL Fußablage ist 360 mm breit und 30 mm hoch. CSP V3 misst 325 und ist etwas höher. Für die Fußablage stehen 120 mm Tiefe bei CSL, 110 mm bei CSP V3 zur Verfügung. Die Gesamttiefe des CSL Pedalsets beträgt 340 und CSP V3 325 mm und die Gesamthöhe maximal 225 bei CSL und etwas niedrigere 210 bei CSP V3. Die Fußablage und die Pedalarme wurden bei CSL aus 2,5 bzw. 1,5 mm dicken Metall gefertigt. CSP V3 verbaut die Pedalarme in einer rahmenartigen Konstruktion und verwendet dabei 8 mm dicke Seitenstreben und Aufnahmebolzen für die Pedalarmlagerungen mit einem Durchmesser von 20 mm. Für die Pedalplatten kommt bei CSL im Originalzustand wie bereits erwähnt Kunststoff zum Einsatz. Und bei den optional erhältlichen Pedalplatten um 35 € handelt es sich um 3 mm dickes Metall. CSP V3 liefert von Haus aus Pedalplatten aus 4 mm dicken Aluminium und legt D-Shape Pedale mit Kunststoff-Pedalplatten bei. Kupplungs- und Bremspedal sind bei CSL 70 mm breit und 120 mm lang. Bei CSP V3 quadratisch mit 85 x 85 bzw. D-Shape 100 x 50 mm. Das CSL Gaspedal hat eine Breite von 50 mm und ist in der Metallversion um 25 mm länger. Bei der CSP V3 reicht das Gaspedal bis knapp an die Fußablage heran und misst 180 x 80 bzw. 40 mm im oberen Bereich. Die Pedalarme sind bei CSL mittels Kunststofflager gelagert, bei CSP V3 laufen die Pedale über eine Metallachse mit eingepressten Messingbuchsen besser gelagert. Machen wir weiter mit dem nächsten Kapitel, das ist die Optik. Beim CSL Pedalset bekommt ihr einen zeitgemäßen Metalllook ohne Spielereien ins Haus geliefert. Das Erscheinungsbild ist solide und wirkt puristisch. CSP V3 springt durch die überwiegend schwarz eluxierten Oberflächen ins Auge, mit roten Farbakzenten über die Schrauben oder die Federn. Die Pedalplatten aus Kunststoff bei CSL, die wirken zweckmäßig. Der Metalllook mit dem optional erhältlichen Pedals Tuning Kit bzw. bei CSP V3 in der Serienausstattung ist optisch gesehen natürlich deutlich hochwertiger anzusehen. An der Frontseite der CSL Fußablage wurde der Fanatec Schriftzug aufgedruckt. CSP V3 kommt mit einem F-Branding am Bremspedal sehr dezent daher. Weiter geht's mit dem Hauptkapitel, unser Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die CSL Pedale LC und CSP V3 Pedale an einer Fanatec Podium DD1 Wheelbase, die mit einem Cube Controls F Pro Lenkrad via Podium Hub ausgestattet ist. Das Ganze ist an einem RSeed P1 Rig montiert und die Motion wird von Simrig SR2 bereitgestellt.
Im Rennstreckentest fällt bei beiden Pedalen eine gute ergonomische Position auf. Den Anstellwinkel meiner Pedalaufnahme des RSID P1 erhöhe ich auf ca. 15 Grad, damit in der Ausgangslage der Pedale 115 Grad auf der Pedalplatte anliegen. Auch mit großen Füßen findet man bei CSL ausreichend Platz vor. Auf CSP V3 geht es etwas beengter, aber nicht zu eng zu. Die Pedalarme sind bei CSL gut gelagert und laufen ruhig. Bei CSP V3 merkt man die höherwertigere Lagerung. Die innere Reibung beim Betätigen ist geringer und somit der Pedalarm feiner dosierbar. Die erhöhten Betätigungskräfte bei CSP mit Gas und Kupplung sind deutlich rauszuspüren. In Sachen Bremse unterscheidet sich eine Low-Cell-Bremse sehr deutlich von den herkömmlichen günstigeren Lösungen. Dein Gehirn speichert besser den Druck aufs Pedal als den Pedalweg ab. Und genau dies lässt sich mit einer Low-Cell-Bremse ohne großen Pedalweg bestens und schnell simulieren, wie dies auch im echten Rennsport der Fall ist. Gerade wenn du bei hoher Geschwindigkeit kräftig an die Bremse gehst, weil dies die Aerodynamik deines Fahrzeugs ermöglicht, indem das Fahrzeug sehr fest auf die Straße gedrückt wird und somit die Reibung erhöht wird. Beim Verzögern lässt dann die Aerodynamik sowie die Reibung klarerweise nach und jetzt musst du den harten Bremsdruck in schnellster Zeit reduzieren, um ein Blockieren der Räder ohne ABS zu vermeiden oder Druck von den Vorderrädern zu bekommen, um besser in die Kurve einlenken zu können. Dies alles gelingt eben mit einer Low-Cell-Bremse und kurzen Pedalwegen deutlich besser. Beim CSP V3 Kupplungspedal ist über die Mechanik der Schleifpunkt gut rauszuspüren. Dieser fehlt durch den linearen Aufbau bei CSL. In der Endlage wirkt der CSL-Anschlag aus hartem Kunststoff sehr direkt und ist mit einem Klacken hörbar. Bei CSP V3 klackt es zwar auch, aber über den hohen Metalleinsatz etwas gedämpfter. Die freie Positionierung der CSL-Pedale ist von Vorteil, wenn man mit der Bremse näher zum Gaspedal will in Sachen Heel-and-Toe-Betrieb. Ebenso ist die Kabellänge ausreichend, um die Bremse nach links außen zu setzen, wenn man zum Beispiel eine störende Stange des Playseats zwischen den Füßen hat. Bei CSP V3 ist man dahingehend deutlich limitiert, denn es bleibt lediglich eine leichte Anpassung über die Lochbilder der Pedalplatten als Basislösung. Im Gegenzug spendiert CSP V3 2 Vibrationsmotoren, die durchdrehende Räder oder ABS simulieren können. Diese an Bremse und Gas angebrachten kleinen Elektromotoren versetzen auf der Motorachse angebrachte Gewichte in eine unwuchtige Drehbewegung und erzeugen somit diese Vibrationen. Dies ist leicht spürbar, wenn man barfuß oder mit Socken unterwegs ist, verliert sich aber zunehmend, wenn man mit Schuhen und etwas dickeren Sohlen seine Runden dreht. Betreibt man die Pedale frei am Boden, positioniert und auf einem Bürostuhl, dann muss man sich eine Fixierung überlegen. Bei den Gas- und Kupplungskräften ist dies üblicherweise kein Problem. Aber wenn die Bremskraft eines Pedals in Richtung 10 Kilogramm und darüber geht, dann hat man das Problem mit einem kippeligen Pedalset oder einem wegrollenden Bürostuhl. Hier müsst ihr dann kreativ werden oder guckt euch meine mittlerweile zahlreichen Rig-Reviews zu diesem Thema an. Kommen wir auf die Zielgerade. Weiter geht's mit den negativen, neutralen, positiven Aspekten sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Beginnen wir mit den negativen Aspekten. Bei harter Betätigung der CSL-Pedale bis hin zum Endanschlag ist in der Endanlage ein Klacken hörbar. Hier wäre ein etwas weicherer Gummipuffer als Endanschlag von Vorteil, damit man das Gefühl in der Endlage etwas abgedämpft hört und so auch spürbar am Pedal wahrnimmt. Ein weiterer Nachteil der CSL-LC-Pedale ist die nicht anpassbare Bremse in Sachen Elastomere und somit bleibt der Betätigungsweg immer gleich und kurz. Bei CSP V3 ist die begrenzte Anpassung durch die fixierten Pedalarme seitlich gesehen einschränkend, wenn man vom Standard-Setup abrücken möchte. Weiter sind die mechanischen Umbauarbeiten bei CSP V3 aufwendig und mittlerweile überholt. Mitbewerber haben über die Jahre längst nachgezogen und bieten diverse Umbauten werkzeugfrei und in Sekundenschnelle an. Ohne Durchschlag und Hammer wirst du den Bolzen der CSP V3 Bremse nicht gelöst bekommen. Und beim Kupplungspedal sind die beiden Imbusschrauben fummelig zu lösen, da sich der mittig platzierte Gewindebolzen oft mitdreht. Weiter geht's mit dem neutralen Aspekt. Den Preis von 199,95 für die CSL-Pedale LC finde ich fair. Die CSP V3-Pedale mit knapp 360 und einer üppigen Ausstattung sowie hochwertigen Verarbeitung ordne ich zwischen neutral sogar bis hin zu positiv ein. Bei CSL beurteile ich die Lagerung der Pedalarme als neutral.
Kunststoff als Wahl der Lagerbuchse hinterlässt bei CSL einen mittelmäßigen Beigeschmack, wenn man den Gesamtpreis im Hinterkopf behält. Machen wir weiter mit den positiven Aspekten. Verarbeitung und Materialauswahl sind in der 200 € Preisklasse im Gesamten betrachtet bei CSL LC zufriedenstellend. Gleiches gilt für CSP V3 und knapp 3,70 €. Ich finde es gut, dass Fanatec auf unnötige Pedalset-Verkleidungen aus Plastik verzichtet. Das macht ökologisch Sinn und sieht in meinen Augen deutlich besser aus. Die CSP V3-Lagerung der Pedalarm ist nahezu spielfrei und über den gesamten Pedalweg feiner zu dosieren, als dies bei CSL der Fall ist. Die Einstellung des Pedalwegs der CSP-Bremse über das Drehrad ist werkzeugfrei und gut gelöst. Ein Feature, auf welches CSL LC verzichten muss. Alle Anschlüsse beider Pedalsets sind gut erreichbar und die Kabel können sauber unter den Pedalen verlegt werden. Über die Löcher in den CSL-Pedalarmen gelingt die Montage leicht zugänglich und diese reicht in diesem Kraftbereich mit 2 Schrauben auch locker aus. Die Ergonomie und Größe wurde passend gewählt, um nicht zu wuchtig oder zu klein daherzukommen. Über das Fanatec Tuning-Menü können Einstellungen direkt am Lenkrad vorgenommen werden. Was es damit auf sich hat, das könnt ihr in dem rechts oben verlinkten Video nachgucken. Und ein letzter positiver Aspekt ist das modulare System. Man kauft nur das, was man eben haben möchte. Und hier macht CSL vieles richtig. Sinnlose Preisaufschläge entfallen somit und das finde ich persönlich äußerst positiv, wenn ich im Speziellen an das CSL-Paket denke. Ab 80 € geht's mit dem Zweiweg-Pedalset für Einsteiger los. Und bis hin zu 3-Weg mit Loadcell und Pedalplatten aus Metall kann man nach Belieben oder Geldbörse upgraden. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Als Einsteiger kann ich eine klare Empfehlung für die CSL Pedale LC aussprechen. Fanatec hat die alten CSL Elite Pedale in meinen Augen auf einen neueren, etwas besseren Stand gebracht und leistet sich keine großen Schwächen dabei. Die Pedalplatten aus Metall bringen eine deutliche Aufwertung mit, die ihr aber dann überdenken müsst, wenn der Preisunterschied zu CSP V3 dahinschmilzt. Von Werk aus sind die Pedale gut kalibriert und über den Fanatec Treiber könnt ihr bei den Pedalen manuelle Anpassungen der Totzonen ebenso vornehmen. Dies kann natürlich auch in den Totzonen-Einstellungen des Spiels im Nachhinein gemacht werden. Hier rate ich immer 2-3% von den Endanschlägen wegzubleiben. Alles dazu habe ich einmal im SimRacing ABC vor ein paar Monaten erklärt. Guckt bei Bedarf auch hier mit rein. In Sachen CSP V3 macht Fanatec mit dem mittlerweile in die Jahre gekommenen Pedalset immer noch vieles richtig. Der fummelige Umbau ist das eine. Die vielen Möglichkeiten und gute Performance überwiegen aber. Ich rate zu CSP V3, wenn du den einen oder anderen Euro übrig hast. Bei CSL LC musst du dich mit dem sehr kurzen Pedalweg der Loadcell-Bremse zurechtfinden. Dies entspricht zwar der Charakteristik einer Loadcell-Konstruktion, wie dies eben sein sollte. Wenn du aber einmal mit längeren Bremspedalwegen unterwegs sein möchtest, dann gibt dies CSL LC nicht her, verglichen mit CSP V3. Als Enthusiast sage ich im Preisbereich von unter 400 € CSP V3. Als Sparfuchs sagt mein Bauchgefühl CSL LC. Bevor du aber CSL LC mit dem Pedals Tuning Kit upgradest und auf 235 € Gesamtpreis kommst, rate ich nochmal 135 dazuzulegen und mit CSP V3 und knapp 3,70 in die Vollen zu gehen. Für beide Pedalsets gilt aber, dass du eine Loadcell-Bremse nur dann sinnvoll einsetzen kannst, wenn du diese ordentlich an einem stabilen Rig verschraubst. Die labile Pedalaufnahme eines Standard-Playseats ist für diesen Einsatzzweck für solche Pedale die in meinen Augen falsche Herangehensweise. Vor dem spannenden Ausblick logge dich bitte jetzt bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst und welches Modell du bevorzugen würdest. Und wenn es dir gefallen hat, dann lasse gerne einen Like und ein Abo da. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb der Videobeschreibungen auf die Möglichkeiten. Dies ist via PayPal, Patreon oder meinen Amazon Affiliate Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon paar Euronen an Provision für mich übrig lässt. Weiter geht's mit einem spannenden Ausblick. In nächster Zeit kommt's zu weiteren Reviews rund um Fanatec Gran Turismo DD Pro und ein absolutes High-End Pedalset von Ace-Tech ist auf dem Weg zu mir. Ich werde euch dieses hydraulische Pedalset in Kürze vorstellen und dann mehrere Wochen bis hin zu einem A bis Z Review sehr ausführlich testen. Liebe Grüße und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebe Grüße von eurem Ron.